Hallo zusammen, wir haben hier heute ein Sonderereignis, eine Dreierkombi, die wir schon seit 2 Jahren nicht mehr hatten und es ist tatsächlich ziemlich genau 2 Jahre her. Ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal gucken, ich kann es auch nochmal verlinken. Das ist eins der beliebtesten Videos auf dem Venus Spirit YouTube-Kanal, das Dreiergespräch zwischen Frank Jacob, Rainer Feißle und Anja Schäfer. Herzlich willkommen, so schön, dass ihr da seid. Ja, wunderbar, liebe Anja. Ich freue mich auch heute auf unser Dreiergespräch. Du hast es ja schon angekündigt, schon lange haben wir nicht mehr ein Dreiergespräch geführt und ich freue mich auch schon, wo die Reise heute hingeht mit uns drei. Ja, wir haben eine schöne Reise vor uns. Mal gucken. Genau, also wir wollen uns aktuell updaten, natürlich, ja. Auch wir sehen uns ja sonst nicht und sind ganz gespannt, was jeder mitzuteilen hat. Wir haben auch ein paar tolle Neuigkeiten zu berichten, was die phänomenale, ultimative UFO-Enthüllungskonferenz betrifft, die vom 21. bis 23. Juni in der jetzt großen Stadthalle Memmingen stattfindet. Das könnt ihr natürlich dann nachschauen. Auf jeden Fall gibt es wieder Tickets und es gibt jetzt auch Livestream-Tickets. Das schon mal gesagt. Jetzt gehen wir aber lieber in die aktuelle Lage, in die aktuellen Gespräche und was ist so los? Frank, fang du mal an, erzähl mal alles. Wow, okay, ich darf zuerst reden. Erstens, danke für die Einladung heute, Anja, und immer schön bei euch dabei zu sein, um uns abzugleichen, was da jetzt gerade los ist in der Welt. Und Gratulation an die Erweiterung deines Events, dass die große Halle jetzt zur Verfügung steht. Das ist ja schon ein gutes Zeichen, dass du 3 Monate vor dem Termin schon ausverkauft warst. Das heißt, es gibt in Deutschland Hoffnung für UFO-begeisterte Leute. Und ich würde sagen, dass das in der ganzen Welt gerade so läuft. Man kann sehen, wie in Amerika jetzt fast, ich kriege ja fast jede Woche wieder irgendwie ein Signal, dass da wieder ein Kongress ist und noch ein Kongress und noch einen. Also da scheint es auch irgendwie ganz voranzugehen. Und wir selber werden ja im Juni bei Contact in the Desert, Tonia und ich. Tonia lässt übrigens euch beiden herzlich grüßen von Griechenland heute, wo sie mit Dieter Bröers und Vera Bandes unterwegs ist oder zu Gast ist. Wir werden da sein und wir werden natürlich ganz viel wieder neue Erkenntnisse machen. Und hier in Bavaria, Germany, ist es ja auch sehr ruhig, muss ich sagen. Also ich arbeite momentan an, wie gesagt, 3 verschiedene Schienen. Projekte zu realisieren. Erstens den Film, den wir jetzt veröffentlichen. Und dann kommt noch eine Reihe Sachen mit dazu. Und ich erforsche jetzt gerade ein neues Webinar, das ich hoffentlich so bald wie möglich mal wieder veröffentlichen kann. Das ist immer so eine Riesenarbeit, das ist so eine Riesenkonzentration. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, weil ich merke einfach, dass, wie es mir persönlich geht wenn ich mich so in der Welt so herumschaue, was da abgeht, man merkt, die Emotionalität steigert sich und viele Leute also drehen teilweise durch, und machen ganz verrückte Aussagen und oder Aktionen. Und es gibt ganz viel Missinformation oder Disinformation, merke ich, das steigert sich. Also von meiner Seite aus natürlich die Sachen, die ich versuche zu veröffentlichen. Die Wahrheit, die ich für mich aussuche, wird natürlich von der anderen Seite als Disinformation oder Misinformation bezeichnet. Und ich sehe, es gibt so eine richtige Eskalation auf beiden Seiten, sowohl auf so die Klaus Schwabster Seite, also die äh, Ursula von der Leyen, wie sie halt heißt, versucht jetzt durch Gesetz in der EU es zu zwingen, dass Leute nur die Narrative des Staates erlauben oder zulassen. Und alle Leute, die dagegen sprechen, werden jetzt sogar gesetzlich bestraft. Das ist richtig krass. Das ist etwas ganz Neues. Das gab es in Europa schon seit langer Zeit, nicht seit dem Zweiten Weltkrieg, wo das auf die Leute gezwungen wurde, dass man, gegen den Staat nichts sagen konnte.
Und das sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Man muss das nie außer Auge fallen lassen, weil man bestraft ja immer die bösen Deutschen und die Nazis und so weiter, für was sie getan haben. Aber wenn man sich Roosevelt und die Sachen anschaut, dann sieht man, dass das genauso krass abgelaufen ist und dass die ganzen amerikanischen Japaner auch interniert wurden und so weiter. Ohne Grund, wirklich, ja. Und das waren so, man sieht so Sachen, die wiederholen sich, so Muster wiederholen sich. Und dann gibt's noch zusätzlich Sachen wie CERN feuert am 8. April nochmal auf. Und was passiert sonst am 8. April? Natürlich, es gibt ein riesen Sonnenfinsternis, also eine Mondeklipse, die nur in Amerika sichtbar sein wird. Und das ist so an einem Platz, wo es stattfindet, wo eine Kreuzung zwischen, also der letzten, die in 2017 stattgefunden hat, und der, die jetzt stattfindet, die kreuzen sich, also die Bahnen von diesem Finsternis kreuzen sich angeblich ausgerechnet über den Platz, wo die freimaurische Gesellschaften in Amerika gegründet wurden. Also vielleicht ist da eine Symbolik dabei. Auf jeden Fall wird eine Symbolik drauf geworfen. Und zum einen sieht man da ganz krasse Sachen, die besprochen werden, dass es sogar Leute gibt, die sagen, es gibt Pläne, von denen sie wissen, wo dann zu dem gleichen Zeitpunkt, als die Sonnenfinsternis passiert, dass da irgendwelche Giftgase abgespritzt werden und so weiter, die dann unbemerkt auf das unwissende Publikum runtersickern und dann fängt eine neue Krankheit und ein neues Kapitel an und so weiter. Ich will da nicht einsteigen, weil ich finde, dass sowas das ist so, also Angstpornografie, also Fear Porn sagt man auf Englisch, ja. Und ich glaube, wenn sowas wirklich geplant ist, solche großen Aktionen, die können wir sowieso nicht persönlich beeinflussen. Wenn es so eine Kraft der Bösheit jetzt gerade gibt, die diese Pläne verwirklichen wird oder will, dann werden sie es halt durchziehen und es hilft uns nichts, wenn wir jetzt da groß mit der Panik einsteigen und glauben zu wissen, was da jetzt kommt. Aber eins hat Dieter mir zum Beispiel gesagt, dass das finde ich interessant. Und er hat sich da auf die Arbeiten von Constance Meil bezogen und überarbeitet. Ich glaube, der wird diese auch rausbringen in den nächsten Tagen. Und es hat mit dem Effekt, dass der Mond und diese Sonnenfinsternis eine Art Biegung, eine Biegungsenergie hat, also eine Linse quasi wird, eine Verstärkungslinse wird für Neutronen. Ja, und Neutronen sind diese Bausteine, wenn man jetzt mit Partikelphysik arbeitet, das ist das Stoff, aus dem Realität gestaltet wird. Und wenn das der Fall ist, dann laut Dieter, und er wird wahrscheinlich viel ausführlicher darauf eingehen, ist das halt die Manifestationskraft, die verstärkt wird. Und das heißt, wir können uns auch im Gegenpol zu dieser Angstmacherei da draußen auf etwas Positives einstellen und uns einbilden, ja, wie man so halt schön auf Deutsch sagt, seine neue Welt, wie man diese Zeitlinie gestalten wird, die auf uns zukommt. Weil ich glaube auf jeden Fall in diesem kommenden Jahr und Monaten und sogar vielleicht manche glauben dieses Jahr, manche nächstes Jahr, wird auf jeden Fall ein großes Ereignis kommen, das an die Gesellschaft möglicherweise versucht, komplett umzuplanen, umzubauen. Und ob das jetzt in eine positive Richtung geht oder in eine negative Richtung geht, können nach wie vor immerhin wir bestimmen, indem wir aus der Angst bleiben und diese als Möglichkeiten betrachten, wo wir dann richtig in Aktion treten können, um die Welt so zu gestalten, wie wir sie wollen. Weil es wird auf jeden Fall eines von diesen zwei Zeitlinien wird sich durchsetzen und das werde ich natürlich auf dem Kongress bei dir viel ausführlicher erklären, weil es geht ja schon lange zurück, wie wir wissen, und das hat ja auch diese außerirdische Komponente dazu. So mal erstmal für meine Einleitung. Ich habe ein paar andere Notizen auch, aber da können wir auch später noch drauf eingehen. Ja. Wundervoll. Wow. Rainer, was sagst Ja, du? also Frank hat jetzt wieder natürlich einiges gleich mal reingeben ins Feld. Klar, die Sache in CERN ist wirklich ernst zu nehmen und Stichpunkt Mond, du hast auch Mond angesprochen, wurde mit dem Dieter Breuers was zum Thema Mond, da hatte ich vor ein paar Tagen, ich habe ja da auch im Video bei mir auf meinem Kanal die Bilder veröffentlicht und habe auch noch interessante Bilder gekriegt. Und Frank, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Normalerweise, wenn du den Vollmond fotografierst, und der hat da ab und zu mal einen hellen Hof um den Mond rum, ja.
Und Ja, meine Frau und ich, wir waren, das war beim letzten Vollmond, am Freitag, abends sind wir rausgegangen um 10 Uhr, haben die Hundis rausgelassen und da sagt meine Frau, schau dir mal den Mond an, das ist doch nicht normal. Da war um den Mond rum blau, rot, also richtige Regenbogenfarbe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich sehe das auch, da war eine Schleierwolke vor dem Mond. Und dann gehe ich rein, hole meine Digitalkamera, ich meine, das ist keine Profikamera, und will herzoomen. Und da sagt die, schau mal, wie das toll ausschaut. Da sehe ich es nicht mehr, weil ich in dem Moment aus der Energie raus bin. Und wie ich meine Digitalkamera draufhalte und der Mond her zoome, also die zoomt ziemlich weit, äh, in dem Moment, wo ich rauszoome, ich habe noch nicht abgedrückt, habe ich auf einmal das Rot wieder gesehen. Und da habe ich also auch viele interessante Fotos, wo ich das bei mir im Telegram-Kanal eingestellt habe. Und da habe ich viele andere, wo auch solche Beobachtungen machen, ja. Und in der letzten Zeit, gerade vor ein paar Tagen wieder, da sind wir nämlich gleich wieder im UFO-Thema drin, da haben wir auch aus Augsburg Menschen Fotos zugeschickt oder kurze Videoaufnahmen, die sagen, sowas haben die noch nie gesehen. Und viele spekulieren, na klar, es gibt so Lasershow, aber das war's nicht. Und es haben unabhängig mehrere Menschen in Augsburg vor ein paar Tagen seltsame Lichtobjekte am Himmel beobachtet. Und natürlich, weil wir ja jetzt gerade uns so ein bisschen auf die internationale UFO-Konferenz vorbereiten, bin ich natürlich auch wieder ein bisschen tiefer im Thema drin. Und das ist immer da, wo du deinen Fokus drauf legst, mit dem gehst du in Resonanz und plötzlich kriegst du wieder Informationen. Ich bin auf einen Kanal wieder gekommen, die machen auch, also auch in Deutschland, in Europa, werden Aussagen getätigt, dass Eurofighter in Spanien hochgeflogen sind und unbekannte Flugobjekte. Und dieser Kampfpilot, der hat selber auch dann die Gruppe angeschrieben. In Spanien gibt es da auch so Organisationen, ja, und hat dem E-Mail geschrieben und das haben die veröffentlicht. Da siehst du richtig auch die Raumschiffe wie die Eurofighter hinterherfliegen und dann machen die eine unglaubliche Beschleunigung. Da haben die das mal ausgerechnet, bis zu 40 Gs hoch, ja. Also jeder, wo sich ein bisschen auskennt in der Physik, weiß, dass ein irdischer Kampfpilot maximal 8 bis 9 G und dann musst du bewusstlos beim normalen Flugzeug, ja. Anders sieht es natürlich aus mit der Antigravitation. Wenn du eigenes Schwerfeld um die Scheibe hast, dann kannst du solche Beschleunigungen machen, ohne dass du bewusstlos wirst. Also, ich will damit nur sagen, lieber Frank, liebe Anja, mein Gefühl, ich hatte ja Ende Jahr auch ein Solo-Video gemacht, wo ich ja den Impuls gekriegt habe, auch aus der geistigen Welt, dass das UFO-Thema jetzt wieder an Fahrt aufnimmt, ja. Und ich war ja früher viel auf den UFO-Kongresse, Michael Hessemann, internationaler UFO-Kongress, ja, 95, wo ich das erste Mal über meine Erlebnisse gesprochen habe. Da war sogar Professor John Mack aus Amerika da, der ja auch die Fälle untersucht hat und viele internationale renommierte. Und dann war, glaube ich, nochmal 98 nochmal in Düsseldorf unter Hessemann und wie hat er geheißen, Freiherr von Butler, haben sie nochmal einen UFO-Kongress gemacht, da ist es aber schon weniger geworden. Ja. Auch die Medien sind nicht mehr so drauf, weil 95 waren die ganze Fernsehanstalten da, Pro7, RTL, alle mögliche. So, und dann hat, glaube ich, noch der Werner Foster Ende 2000, so 2000 rum war das, in Kempten noch eine internationale UFO-Konferenz gemacht, da habe ich auch gesprochen, kann ich mich noch gut erinnern. Rainer Holbe hat das damals moderiert. Und jetzt hast du den Impuls gekriegt, liebe Anja, hier in Deutschland, im Kernland der UFOs, ja. Ich freue mich schon riesig auf den Kongress. Ich habe mich da jetzt auch gut vorbereitet, wo ich einfach meinen Vortrag in 3 Teile aufgeteilt habe, wo ich nochmal ausführlich nochmal über meine Erlebnisse erzähle, was ich in meiner Kindheit bis ins Erwachsenenalter erlebt habe, um einfach auch zu schauen, wie das in Resonanz mit dem Publikum geht. Im zweiten Teil gehe ich natürlich in die deutsche Geschichte kurz rein, wie alles seinen Anfang nahm. 1917 Café Schopenhauer, wo die transmediale Botschaft empfangen wurden zum Bau der Jenseitsflugmaschine. Und im dritten Teil, mein Lieblingsteil, gehe ich natürlich
die Reise nach vorne, wo führt uns die Reise bis 2030 noch hin, ja? Weil wir sind jetzt in der beschleunigten Transformation. Und ja, ich freue mich riesig und dass du jetzt einen internationalen UFO-Kongress in Memmingen auf die Beine gestellt hast. Und das Gute, was wir ja jetzt schon gehört haben von dir und von Frank, dass du dir jetzt umgeswitcht bist auf die große Halle. Also es gibt jetzt noch Möglichkeit, dass noch viel mehr Menschen kommen können und ich bin sicher, dass da noch sich einige anmelden werden, weil wann haben wir das schon mal wieder eine internationale UFO-Konferenz? Frank ist da, Tonja Maidenford aus Amerika ist da, Dr. Raimund Keller, ihr habt ja das Programm, ja, und Johann Nepomuk, Peter Denk, also lauter Menschen, die was zu erzählen haben Nick und ich, Onek ist auch dabei. ja, die Onek. Omnek ist natürlich auch dabei, da freue ich mich auch drauf. Ich habe sie das letzte Mal, glaube Ende 2000 gesehen, ja, wo sie, glaube ich, nochmal in Deutschland war. Also ich freue mich riesig drauf, ja. Und wirklich klasse, dass du das auf die Beine gestellt hast, liebe Anja. Ich bin dabei. Ja, klar. Das wäre ja schade, wenn du nicht dabei wärst. Ja, ich bin dabei, es auf die Beine zu stellen. Und ich bin dann auch dabei, wenn ich es auf die Beine gestellt habe. Genau. Ja. Ja, genau. Danke, dass du an Omnic gedacht hast, Frank. Ja, das ist natürlich schon was Besonderes. Also, ich meine, sie ist immerhin in einem UFO hier angekommen, auch wenn das immer noch viele nicht glauben. Spielt auch keine Rolle, ob es ihr jemand glaubt, ehrlich gesagt. Ja, sie hat auch immer gesagt, also ihr wisst ja, mein Lieblingsspruch ist, Imagination is the key to creation. Das ist das Erste, was ich von ihr gehört habe, damals im Fernsehen, 94. Also für die, die das nicht verstehen, das heißt, die Vorst ist genau das, was du ja immer sagst, auch Frank. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Ja, wir sind ja an diesem Punkt gelangen, wo genau das der entscheidende Punkt ist zu der Gestaltung der Realität. Und bis jetzt wurden solche Themen immer sehr abstrakt behandelt oder von Psychologen als geisteskrank betrachtet. Aber die Tatsache ist, dass diese Art von Schöpfung die Realität ist. Und wir lernen, dass wir durch die Imagination und durch das Herleiten von Bildern mit unserer Zirbeldrüse und Hippocampus, diese funktionieren miteinander, um Sachen herzuleiten, die halt aus anderen Dimensionen, aus dem Hyperraum, wenn man so will, herkommen. Ja, das ist eigentlich die Quelle, also aus der wir unsere Realität in der Materie umsetzen. Und dann deshalb ist es halt so wichtig für Leute zu verstehen, glaube ich, dass die Materie, die 3D-Realität, ähm, dass diese Sachen, die man mitbekommt, wie Nahtoderlebnisse, also zum Beispiel, du hast ja Nepomuk erwähnt. Ja, und Toni und ich haben ja mit Nepomuk eine Sendung produziert, Timeless, und da ging es ja auch öfters um das Thema Nahtoderlebnis und diese paranormalen Dinge halt. Und diese paranormalen Dinge, die reden ja oder die deuten ja an, dass das Feinstoffliche ähm, wirklich mehr, also dass da viel mehr dahinter steckt und dass das Verständnis über feinstoffliche Ebenen erst jetzt wirklich angenommen, akzeptiert und erforscht wird. Weil vorher wurde es immer blockiert, ob du dann eine Hexe warst und verbrannt wurdest oder ob du jetzt irgendwie als jemand, der gefährlich ist, weil du ein Uri Geller bist und der durch Teleportationen in Räume springen kann oder ganze DARPA-Rechner ausschalten könntest. Ja, das sind Sachen, die wahrgenommen werden, aber nicht auf den Ebenen in der Allgemeinheit, die wir so um uns herum sehen. In der Schule wird es noch nicht wirklich unterrichtet. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht die Wahrheit entspricht. Die laufen halt ein bisschen hinterher, was wirklich in der Realität passiert. Und deshalb sind solche Sendungen und solche Gespräche, wie wir haben, halt, ich glaube, der einzige Einstiegspunkt und so wichtig, dass Leute sich auf solche Sachen erstmal aufschließen. Also du hast ja Omnic erwähnt und die ist ja, was viele nicht verstehen können, ist, dass man hat ja Seelenverträge. Es gibt so andere Ebenen zwischen physikalischer Welt und Seelenwelt. Und Leute machen Vereinbarungen auf seelischer Ebene. Das heißt, du kannst mit einem Seelenvertrag, kannst du eigentlich deinen Körper
jemand anderen also geben. Es gibt diese Walk-ins und man könnte sagen, dass eine Omnic möglicherweise auch bei der Geburt einer Person sehr, sehr früh als so eine Art Walk-in in die Erde gekommen ist, in diese Materie, weil du musst ja, wenn du jetzt ein Außerirdischer bist und du willst auf der Erde wohnen, du kannst nicht einfach von einem anderen planetarischen Körper herfliegen, aussteigen und normal sein. Also die haben ja Experimente, Trofimov macht diese Experimente in Russland, das zeigt, wenn du außerhalb des Magnetfelds der Erde kommst, dann hast du andere psychologische Ereignisse. Du hast telepathische Fähigkeiten. Manche, haben das als Weltraumkrankheit bezeichnet, weil diese Geisteserweiterungen, die sind ein Schock für die meisten Leute und die haben damit zu tun, dass der menschliche Körper mit der Resonanz der Erde verbunden ist, sehr, sehr eng verbunden ist durch die Schumann-Frequenzen. Und die Schumann-Frequenzen werden derzeit sowas von den Sonnenaktivitäten aufgeladen, dass man halt du hast ja erwähnt, Rainer, was du gesehen hast mit dem Mond, ist ein Zeichen dafür, dass diese Partikel, dass diese Plasmaenergie sehr, sehr hoch in unserer Ionosphäre jetzt momentan ist wie noch nie. Und diese resultiert in eben solche optischen Sachen, die man sogar wahrnehmen kann in der materiellen Welt. Genau, genau. Ja, du, liebe Anja, ich möchte dir mal noch mal kurz dabei zuspielen, weil du hast mir doch eine E-Mail geschickt, weil mit der Omnic, steigen wir noch mal bei der Omnic ein. Die hat ja auch davor gesprochen, dass es die Venus-Deutschland-Verbindung gibt. Du hast, glaube ich, da auch ein ganz kleines Kapitel in deinem aktuellen Buch verfasst. Du hast mir ja das rübergeschickt. Lass uns doch mal dort drüber reden, weil ich kann mich noch gut erinnern, wo die Omnic damals präsent war. Ich bin ja ein paar Mal ah ja, du machst gerade rein, super, genau. Ich zeige das mal eben, weil dass du das jetzt, wenn du mir diesen Ball werfen möchtest, ich habe das dir ja geschickt, dieses Kapitel und Frank auch. Und ja, es gibt tatsächlich eine Venus-Deutschland-Verbindung und in Klammern oder dazu erwähne ich gleich noch, dass ich auch schon 2 Videos mit Dr. Raymond Keller über dieses Thema gemacht habe. Die sind auf Englisch auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde sie verlinken, wer sich also tiefer interessiert. Auch Ray ist da echt eine Koryphäe, was das betrifft, ja, denn es gibt große Verbindungen, intergalaktische, interdimensionale und historische Verbindungen zwischen anderen Dimensionen, anderen Planeten, anderen Galaxien und der Bevölkerung der Erde, der Kolonialisierung, auch der Manipulation der Menschheit und dem Erwachen der Menschheit, durch das wir jetzt gerade durchgehen, ja, was auch viel mit den Sonnenaktivitäten und diesen ganzen spirituellen Prozessen und gewiss auch mit CERN, und das hängt alles zusammen. Und deswegen ist das so spannend, dass wir uns austauschen und dass wir diese Punkte miteinander verbinden, weil jedes Mal, wenn Punkte zusammenkommen, dann entsteht wieder ein größeres Ganzes und man kriegt eventuell sogar einen Aha-Effekt und es öffnen sich wieder Kanäle, ja. Und dieses, was ich jetzt nur eben, ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel teilen, das ist halt in meinem Buch Venus und ich. Ich habe das Gefühl gehabt, das gehört mit rein, denn ich bin ja nun mal mit Omnic und mit der Venus Botschaft seit praktisch, dafür bin ich ja geboren sozusagen oder dafür habe ich mich inkarniert, um das zu verkörpern und um es auch weiterzugeben. Und Omnic hat in ihrem Buch, in ihrer Autobiografie, Ich kam von der Venus, das tatsächlich geschrieben, das Dorf auf der Venus, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, heißt Teutonia, was aus Deutschland stammend bedeutet. Das Wow. Ja, hängt also hübsch zusammen. da gibt es eine Verbindung, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, Jan van Helsing ist damals auch hellhörig geworden. Hat die Omnic nicht auch irgendwie von Friel Odin gesprochen, weil da wären wir dann wieder in der deutsch-aldebaranischen Verbindung drin. Also alles sehr spannend, was da jetzt, Guck mal, was hier drauf ist. Also das ist das Ursprungsbuch ja, von der Omnic, das da sehen wir eine von Hannibal, ne? Wendell Stevens rausgebracht wurde, 91. Und Ja. da hat sie schon, also das haben die zusammen entschieden. Wendell Stevens hat das ja gestaltet, dieses Buch, und rausgebracht. Und dieses UFO, also dieses Vril-UFO oder dieses Hannibal oder wie das Dings heißt ja, das ist ja dieses sogenannte Adamski-UFO. Und es gibt ja auch diese alten Bücher von George Adamski, dem ersten Kontaktler, der von einem Venusier aufgesucht und besucht wurde und der anfing, diese ganzen Informationen in den 50er, 60er Jahren
in den USA und dann auch in Europa zu verbreiten. Und da gibt es ein Buch, das heißt Im Innern der Raumschiffe und auch fliegende Untertassen sind gelandet. Und da ist diese Zeichnung angefertigt worden extra für. Und das hat Omneck auch, das wurde übernommen und wurde mit in ihr Buch aufgenommen. Sie hat das da also auch schon ansatzweise beschrieben, wie das funktioniert und dass das mit resonierender Magnettechnologie betrieben wird, soweit ich weiß, und wie die das steuern und was das für Fähigkeiten hat. Und sie sagt ja selbst, dass sie mit so etwas in Begleitung ihres Onkel Odins, der nun Ah ja, zufällig Onkel Odin macht, heißt, ja, genau. auf die Erde gebracht worden ist, nachdem sie sich auf der Venus einen physischen Körper manifestiert hat. Also sie selbst beschreibt ihre Geschichte ja nicht als Walk-in-Geschichte, sondern als physischen Austausch gegen ein Mädchen, das auf der Erde eine Zwillingsgenetik hatte und das in einem Unfall ums Leben gekommen ist. Ah ja. Ja gut, da bist du natürlich jetzt tiefer drin. Ich habe sie nur so ein paar Mal kennengelernt, auch auf der UFO-Konferenz. Ja, es war schon sie ist schon eine Persönlichkeit und strahlt schon was aus. Und ja, also es wird auf jeden Fall spannend auf der Konferenz. Ich denke, wir werden da vielseitige Informationen kriegen. Ich bin selber gespannt, was der Franco und die liebe Tonja präsentieren. Da geht es Ja. ja, glaube ich, auch um euer neues Filmprojekt. Also immer schön dranbleiben. Super, finde ich klasse, was ihr macht. Über Filme kann man natürlich auch Menschen toll aufklären. Und wenn man dann so Menschen interviewt, ja, ich möchte nur mal kurz einen Raum reingeben. Ich kann mich auch noch gut erinnern, 99 war Virgil Armstrong in Österreich drüber, hat einen Vortrag gemacht. Da hat er auch irgendwie so einen spirituellen Vortrag gemacht. Und als es dann zur Fragerunde kam, bin ich aufgestanden und habe ihn einfach mal dezent angesprochen, was er über die deutsche Flugscheiben weiß. Und dann hast du gemerkt, da ging ein Raunen durch den Raum. Und er hat sich quasi rhetorisch gut rausgeredet und hat eigentlich, ist nicht auf meine Frage genau eingegangen. Gut, als dann die Veranstaltung rum war, da waren auch bestimmt 200 Menschen da, wo wir dann eine kleine Gruppe waren, wir waren dann vielleicht noch 10 Menschen zusammen mit dem Virgil Armstrong, hat er tatsächlich bestätigt, absolut bestätigt, die wussten damals, dass die Deutschen die Hochtechnologie gehabt haben, ja. Und dass die technologisch wirklich, das haben auch alle Kriegsgegner gesagt, dass wir technologisch alle anderen Nationen auf der Welt um 100 Jahre vorausfahren. Und was ich ja immer wieder sage, und die wichtige Aussage, um geistig um 1000 Jahre, aufs Geistige kommt es drauf an, ja. Und ich denke, ja, das wird noch ein spannendes Thema werden auch. Deswegen habe ich ja auch gesagt, gerade in unserem Land, in Deutschland, wo das Kernland, wo die UFOs entwickelt worden sind, ich spreche jetzt von irdischen Raumschiffe, jetzt mal nichts von außerirdischen, die gibt es natürlich auch. Ähm, Hier darf man nicht drüber reden, ob es in Frankreich drüber ist, in Spanien oder in andere Länder. Da gibt es Organisationen, wo Menschen hingehen können und das bestätigen. Und ich kann nur so viel sagen, und das habe ich aus mehreren Quellen bestätigt bekommen, wo ich früher noch viel unterwegs war und Vorträge über Aldebaran gemacht habe. Hat mir einer vom von der Kripo, vom BND selber bestätigt, dass die sehr wohl über die Thematik Bescheid wissen, ja, aber nicht in der unteren Rangstufe, sondern in der oberen Rangstufe. Die wissen sehr wohl über das Thema Bescheid. Deswegen wird da natürlich immer gleich irgendwo eine bestimmte Schublade draufgelegt, damit man nicht über das Thema reden kann, ja. Aber es geht mir ja um das Spirituelle, um die Technologie, die ja im Prinzip da ist. Wir reden hier von freier Energie und wir müssen uns einfach mal vorstellen, dass die Crème de la Crème der deutsche Wissenschaft damals in den 30er Jahren schon über die interplanetare Raumflug gesprochen haben. Und wir sehen heute, was die NASA macht. Die schicken immer noch Raketentechnologie hoch. Dabei gibt es schon lange, und der Frank, der nickt schon, es gibt schon lange geheime Weltraumprogramme, wo Technologien, die uns das normale Volk vorenthalten wird, aber die haben die Technologie schon. Die Entwicklung ist ja weitergegangen. Die ist ja in 70 Jahren nicht stehen geblieben, ja. Und also das wird schon interessant, über die Themen auch mal wieder auf der Konferenz so mal anzudeuten, ja.
Ich gehe natürlich nur auf das spirituelle Teil ein, aber äh, da steckt schon viel mehr drin. Und der Frank, ich kann mich noch gut bei unserem letzten Gespräch erinnern mit den Germanen, ja. Also wir Ja. haben da schon noch eine Aufgabe hier, das Ja, Licht über die Welt zu bringen. Ne? Wie siehst du das, Frank? Du ah, habe ich schon gesehen, als du ein paar Mal genickt hast, ne? ja, also was du andeutest, ist für alle, die sich damit beschäftigen, klar, was da rauskommt, ist, dass wir in einer Scheinwelt leben. So ist es. Was mein Thema schon immer war und in unserem Film Packing for Mars war ja schon das Gespräch also wir sind ja dieser Geschichte nachgegangen, dass es tatsächlich auf dem Mars eine Kolonie geben könnte, eine menschliche, Mhm. und wie das sein könnte und sind das nachgegangen. Und wenn man in diese Welt mal einsteigt, dann kommt man eben zu diesem Schluss, dass es eine abgespaltene Zivilisation gibt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich mit diesen Technologien auseinandersetzt, von denen wir nichts wissen oder sehr wenig wissen. Und die halten sich unter Schutz, und die halten die Machtstruktur auf, die wir um uns herum haben. Ich lese euch mal ein Mhm. interessantes Zitat vor, wenn ihr Lust habt. Das ist irgendwie in diesem Thema. Äh, Ja. das habe ich irgendwie durch Zufall gefunden im Laufe meiner Forschung, und ich glaube, das spricht genau das an, was wirklich los ist. Ich hoffe, die Übersetzung passt, weil das ist ursprünglich auf Englisch. Es sagt, eine Öffentlichkeit, die nicht mehr zwischen Wahrheit und Fiction unterscheiden kann, ist gezwungen, die Realität durch Illusion zu interpretieren. Zufällige Fakten oder obskure Daten und Trivialitäten werden entweder verwendet, um die Illusion zu untermauern und ihr Glaubwürdigkeit zu verleihen, oder sie werden verworfen, wenn sie mit der Botschaft in Konflikt geraten. Das ist die wahre Gefahr von Pseudo-Ereignissen. Und Pseudo-Ereignisse sind weitaus schädlicher als Stereotypen. Sie erklären nicht die Realität, wie es Stereotypen versuchen, sondern sie ersetzen die Realität. Pseudo-Ereignisse definieren die Realität nach den von ihren Schöpfern festgelegten Parametern neu. Diese Schöpfer, die mit dem Verkauf von Illusionen enorme Gewinne erzielen, Mhm. haben ein ureigenes Interesse an der Aufrechterhaltung der von ihnen kontrollierten Machtstrukturen. Die Worte, Bilder, Geschichten und Phrasen, die zur Beschreibung der Welt in Pseudo-Events verwendet werden, haben keinen Bezug zu dem, was um uns herum wirklich geschieht. Die Fortschritte von Technologie und Wissenschaft haben die Welt der Mythen nicht ausgelöscht, sondern ihre Täuschungskraft noch verstärkt. Das ist doch ziemlich krass, oder? Chris Ja. Hedges, ja, in Empire of Illusions 2009. Ja, das geht schon 15 Jahre zurück, dass er es geschrieben hat. Und was für Illusionen haben wir schon erlebt? Allein in den letzten 4 Jahren die Steigerung von Mhm. Pseudo-Ereignissen, ja, die uns um die Ohren gehauen wurden. Und das ist wirklich mein Thema. Und ich habe auch ein bisschen durch Zufall hat mir jemand ein paar interessante neue Quellen geschickt. Und ich lese gerade von 3 Büchern von einem Autor, der heißt Otto Hauser. Das Mhm. eine heißt Die Germanen in Europa. In diesem Buch, das wurde in 1916 veröffentlicht, okay? Es ist interessant, weil du merkst einfach, dass ganz viele Quellen von Informationen verloren gegangen sind. Und die hatten vor 100 Jahren schon Wissen, von dem wir heute gar nichts mehr wissen, weil das wurde alles entweder verbrannt, gelöscht oder unterdrückt, ja. Und in diesem ersten Vorwort fängt er schon an und sagt, dass die Indo-Germanen, also was er entdeckt hat, ist, das heißt, die ganze Geschichte der Germanen muss umgeschrieben wurden, weil die Urgermanen, eigentlich die Indo-Germanen, wie er sie nennt, die haben schon 1500 Jahre vor Christus ein Reich gehabt, eine Kultur gehabt, eine Technologie gehabt, von denen wir gar nichts wissen. Ja, das ist verschwunden, okay? Mhm. Das ist jetzt fast, ja, wieder, also 3000 Jahre her, okay? Und wenn man und das andere Buch, das er geschrieben hat, das heißt Genie und Rasse, ja, und das andere ist Rasse und Politik. Und Mhm. was wir jetzt um uns herum in der Welt erleben,
wie ich das so interpretiere, wenn ich mir solche Quellen mal so durchlese und in meiner Forschung das nachgehe, dann merke ich, es kommt wirklich auf diese Rassenpolitik drauf an, weil was sehen wir jetzt gerade, was in Gaza passiert, ja? Also eine der einzigsten Rassen der Menschheit, die jetzt noch, für denen es sehr, sehr, sehr wichtig ist, Reinheit beizubehalten, ist die jüdische Rasse, ja. Und die sind diejenigen, die jetzt gerade in Israel diesen großen, ja, diese dunkle Energie anstiften, ja. Und dass viele Leute glauben, es wird dann zu einem dritten Weltkrieg führen, ja. Und wir haben ja gesehen, ich habe ja auch ein bisschen über die Hopis gesprochen, weil wir ja vor einem Jahr waren wir eingeladen, bei den Hopis auf dem Fels der Prophezeiung von einem Schaman das erklärt zu bekommen. Und da wird auch von irgendeinem Ereignis geredet, das aufgezeichnet wurde auf diesem Fels, das uns nahe bevorsteht. Und deshalb, wenn immer solche Sachen gerade passieren, wie jetzt gerade in Israel, die dann andere Länder mit hineinbeziehen, weil es ist ja nicht ein separates kleines Land, also wenn es jetzt in Kasachstan was abgeht, da würdest du gar nichts von hören, ja. Aber dadurch, dass es in Israel passiert und so viele Länder, besonders Deutschland, ja, weil Deutschland, wie es die Geschichte uns lehrt, ist eigentlich das Fundament von Israel. Wir haben es finanziert, ja, wir haben es unterstützt und bis heute haben wir schon hunderte Milliarden von Euro investiert in diesem Land, das aufzubauen für dieses Volk, ja. Und das heißt, für mich kommt es auf diese zwei Völker an. Die Deutschen, die deutsche Rasse und die jüdische Rasse, die haben irgendwas in der Geschichte. Und wenn du so ein Buch von Otto Hauser siehst, dass es schon so weit zurückgeht, dann merkst du, dass dieser Konflikt und dass dieser Einfluss, auch besonders wenn es jetzt um Hochtechnologie und Hochkultur geht, auf die Germanen schon so weit zurückgreift, dass man sich schon wundern muss, ob es nicht eine außerirdische oder irgendwie einen Einfluss von extraterrestrischen Energien oder wie auch immer man sie bezeichnen wird, gab und immer noch gibt, die uns beeinflusst. Und deshalb versuchen sie ja, man merkt in Deutschland, so viel zu unterdrücken. Ja, also du wirst sofort angegriffen, wenn du in Deutschland irgendwo rauskommst und du zweifelst die Fakten an, die sie uns in der Schule oder euch, ich bin halt nicht hier aufgewachsen, aber ich habe schon mitbekommen. Und ich habe auch in Kanada wurde ich ja auch in dem Schulsystem eine gewisse Geschichte erzählt über die Deutschen. Ja, und Mhm. jetzt diese Fakten nachgeht und dann kommt man eben auf dieses Thema Germanen, ja, und das ist ja fast ein verbotenes Wort geworden hier drüben, ja. Und deshalb muss man sich sehr, sehr vorsichtig leider an diesem Thema antasten. Ich kann viel mehr in Amerika mit meinen Freunden drüber reden und veröffentlichen, als ich hier kann, auf jeden Fall. Aber mein Webinar wird sich auf jeden Fall mit diesen Themen beschäftigen, weil ich finde, es ist immer interessant, wenn man also vieles von den Informationen im Disclosure-Bereich, ja, in diesen Neuveröffentlichungen in UFOs und Technologien, die jetzt rauskommen, sind auch teilweise von Fakes besetzt, ja. Und der beste Weg für mich, um an die Authentizität zu kommen, schwieriges Wort auf Deutsch, ist, sich mit der wahren Geschichte auseinanderzusetzen, weil wenn du da findest du die Anbindungspunkte, ja, die muss es geben, weil es muss diese Wahrheit geben. Ja, und es gibt viele Leute, die kämpfen, diese Wahrheit, diese geschichtliche Wahrheit hinauszubringen, aufzuerhalten, weil wir wissen ja nicht mit dieser Zensur, die jetzt gerade stattfindet, ja, mit all diesen Projekten, die von Google der EU in den Gesetzen umgesetzt werden, die werden dafür sorgen, dass diese Informationen kaum mehr verfügbar sind für Zukunftsgenerationen. Ja, da bin ich absolut bei dir, Frank, weil ich finde es ja klasse, dass du als Deutsch-Kanadier oder da in Kanada aufgewachsen bist, ja, dich so stark für unsere deutsche Geschichte einsetzt oder für die Germanen einsetzt. Ja, es ist wirklich schwierig bei uns über die Themen zu reden und du musst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Kann ich das sagen oder kann ich es nicht sagen? Weil die räumen gerade richtig ab. Ne? Also man muss da schon sehr vorsichtig sein und ja, und es gibt ja auch den Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja, weil auch die deutsche Sprache ist eine sehr klare Sprache, ja, und die wird natürlich jetzt auch durch die ganze Englizismen runtergedrückt, ja.
In der deutschen Sprache kann man so viele Worte aussprechen, ja, wie zum Beispiel jetzt entwickeln, ja. Was heißt entwickeln? Wir müssen uns bewusstseinsmäßig entwickeln. Erstmal entwickeln und um auf unseren wahren Seelenkern zu kommen, um dann die Anbindung äh, zur göttlichen Quelle wiederherzustellen. Und aber wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, was das angeht, weil ich habe es ja auch schon mal in einem Video gesagt, das Tor, das unsere jüngere Ahnen geöffnet haben. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und wir wissen, dann ist Deutschland besetzt worden, dann wurde der Deckel drauf gesetzt, die Umerziehung hat ihre Früchte getragen. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Tor jetzt wieder langsam aufgeht. Das heißt, die kollektive deutsche Volksseele darf wieder erwachen, wieder in ihre Kraft geben. So wie wir wieder in uns, in unsere Kraft kommen, gibt es ja auch sowas wie eine kollektive Volksseele. Und ich habe es auch schon öfters gesagt, es geht nicht mehr um nationale Geschichte, es geht um die ganze Erde, um die ganze Menschheit. Dass wir da noch führende geistige Rolle haben und dann die anderen Länder einfach mittragen und mitziehen. Das ist so mein Gefühl, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Alle Menschen, ja, es geht um den globale Aufstieg der Menschheit. Und ich sage auch, dieses Nadelöhr ist sehr dünn. Also die Filter, weil es gibt ja viele, gerade in der Spirit-Szene, die sagen, alle steigen auf. Das ist, was mich ein bisschen, ich muss sagen, das irritiert mich ein bisschen, weil das ist so ein Thema, das mich in letzter Zeit irgendwie belastet, muss ich sagen, ehrlich gesagt, Rainer. Ja, Was weil belastet dich? dieses Thema, dass alle aufsteigen, Ja, alles wird gut, ja, also ja. irgendwie, also das ist so ein Zwiespalt zwischen, wenn das wirklich so ist, ja, dann gibt es viele Leute eine Ausrede, auf ihren Händen zu sitzen. Weil sie sagen, jemand kommt oder es ist die White Hats unterwegs oder alles ist schon geregelt worden und so weiter. Und ich finde das sehr, sehr deprimierend, ehrlich gesagt, weil ich versuche durch das Erhalten oder das Wiederaufgraben, deshalb nenne ich auch manchmal Bewusstseinsarchäologe, weil ich versuche wieder diese verlorenen Sachen aufzugraben, ja, aufzuwühlen und aufzuholen und neu zu formulieren, damit sie verständlich sind. Weil ich glaube, wir müssen selber unsere Zukunft an dem Steuer sein. Wir können nicht das Steuer loslassen und glauben, dass jetzt jemand anders zuversichtlich kommt und das in die richtige Richtung schiebt. Wir sehen ja, wo wir gelandet sind, ja. Und dieses Konzept, ja, zum einen das Vertrauen zu haben. Ja, okay, man hat das Vertrauen, dass es gut wird. Das habe ich schon, weil sonst würde ich ja nicht, das würde ich ja gar nicht tun, was ich mache, wenn ich Ja. aufgegeben hätte. Weil aber man muss sich schon mit der dunklen Seite auseinandersetzen, weil die sind momentan, die beherrschen momentan zum größten Teil unsere Welt. Und wenn Leute nicht verstehen, was jetzt gerade abgeht, ja, und es gehen Sachen jetzt gerade ab, also es gab ein neues Buch, das rauskam letzten Dezember, ja, und es heißt The Great Taking. Und es wurde schon auf mehreren Sprachen, auch auf Deutsch, übersetzt. Und ich kann Leuten nur empfehlen, wenn du wissen willst, wie das mit dem Finanzsystem. Also man redet ja über, Klaus Schwab sagt die ganze Zeit, du willst nichts besitzen, du wirst nichts besitzen und glücklich sein, ja, und alles, keiner wird irgendwas mehr besitzen und so weiter. Und und dann, dass es zu irgendeinem Finanzcrash kommen könnte. Aber was du in diesem Buch liest, ja, das ist sowas von richtig perfekt formuliert und zu verstehen, warum das so ist, dass Hm. keiner was besitzt, weil wir besitzen jetzt schon gar nichts, ja. Und also außer du hast etwas direkt von eine Person erworben, gekauft, die dann absolut, den Titel zu diesem, was immer es war, Gegenstand, Grundstück war, ohne dass du zu einer Bank musstest oder zu irgendeiner von diesen Organisationen, die momentan mit diesem weltweiten vernetzten Finanzsystem verbunden sind, dann hast du keinen Besitztum. Nicht wirklich, weil wenn das Ganze crasht, und das wird so schön erklärt in diesem, ist auch ein Film dabei, man kann es online sehen, da wird erklärt, warum das so ist, dass du glaubst, du hast jetzt zum Beispiel ein Auto mit Bar bezahlt bei einem Händler, du fährst nach Hause, aber du weißt nicht, dass der Händler mit diesem Ding vernetzt wurde und jetzt geht der Händler
in den Konkurs und auf einmal kommen die Creditors, die Leute, die wirklich Besitztum haben über alles. Und weil er hat dein Auto als Kollateral gestellt, als Sicherung, ja, für seine Schulden. Und jetzt kommen die und holen die dein Auto. Und du sagst, hey, warte mal, das habe ich doch bar bezahlt. Und sagen sie, tut mir leid, aber der hatte kein, Recht, dir das zu verkaufen. Du kannst Ja, du kannst dich anstellen mit den anderen und irgendwie wird es dann eines Tages ausgerechnet, wer was bekommt. Und dann fahren sie mit deinem Auto weg, ja. Und so wird es dann irgendwie kommen, dass ein System erstellt wird, wo keiner irgendwas mehr hat. Und die werden dann nur noch Credits bekommen. Und das wird genau beschrieben. Und das läuft gerade. Die machen ja schon Simulationsübungen. Was haben sie gemacht vor Covid? Im November, im Oktober haben sie ja schon Event 201, das haben sie alle schon geplant in Wuhan und das hieß sogar Covid, ja. Und dann kam 2, 3 Monate später Covid. Große Überraschung, ja. Die machen jetzt Planungssimulationen im gleichen Sinn wie bei Covid, aber für Finanzcrash. Ja, und das sind Sachen, die, wenn du das weißt, ja, und du hörst dann von Leuten, es ist alles gut, die haben schon gewonnen und so weiter, das ist ein Quatsch. Wir müssen uns, also wo ziehst du den Strich und sagst, ich setze mich darauf ein, dass ich mich schlau mache und meinen Mitbürgern auch schlau mache, damit wir was dagegen wirken. Und du sagst, nee, es ist außer meiner Kontrolle, ich muss da nichts mehr tun, die anderen werden da schon was tun. Wo ist diese Linie, ja? Und wenn man schon kapituliert hat und sagt, na, die anderen haben gewonnen, die Guten haben gewonnen, wir müssen nichts mehr tun, dann ist das überhaupt keine, dann ist da überhaupt kein Strich mehr. Dann haben die Leute schon für mich aufgegeben und die machen es 100-mal so schwierig für und Wahrheitskämpfer wie ich und viele anderen in der Welt gerade, diese Botschaften ernsthaft in die Welt zu tragen, weil du wirst dann als negativ bezeichnet, ja. Wenn du über diese Sachen redest, oh, ist negativ, der Frank, ja, Mhm. ist dunkel, ja, so negativ, ja. Ich sage Bullshit, das ist die Wahrheit und die Wahrheit ist nicht negativ, die Wahrheit ist einfach die Wahrheit, ja. Und wenn ein Change kommt, dann und du weißt, ob das kommt und wie das kommt. Und auch wenn du nichts dagegen wirken kannst, kannst du dich schon innerlich, geistig darauf vorbereiten. Und du kannst dich auch vielleicht materiell darauf vorbereiten, indem du etwas zur Seite legst. Ja, ob es jetzt etwas ernährungsmäßig ist oder Geld ist oder Gold ist oder wie auch immer. Aber wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann wird es dich am härtesten treffen und dann wirst du natürlich sofort zu allen anderen hinrennen und sagen, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Und wer wird dir dann noch helfen wollen? ja, ja, gut, da bin ich schon bei dir auch, ja. Wie gesagt, man muss einfach sich auch bewusst sein, ja, dass auch gerade in der New Age-Szene, die ist ja komplett unterwandert. Das muss einem einfach auch klar sein, dass Warum da würdest du das nicht unterwandern, wenn du jetzt da, die andere Seite, es gibt ja diesen Buch, ja, die Kunst des Krieges, ja. Der beste Weg, den Gegner zu schlagen, ist Gegner zu sein, ja. Das heißt, sie haben ihre eigenen Leute in der Szene, das ist unbestreitbar. ja, du, das trifft aber auch genauso, das habe ich früher auch schon angeprangert, ja, und da bin ich natürlich auch mal angeschossen worden. Wenn du jetzt gerade, um jetzt wieder ins Thema zurückzukommen, auf die Uferkonferenz, äh, wenn ich früher mal geschaut habe, wer so die Quellen waren, die das Geldgeber haben in der UFO-Szene, in der internationale, ist immer wieder Rockefeller Stiftung, Rockefeller Initiative aufgetaucht. Also da sehen wir schon, dass die natürlich dort auch ihre Leute setzen, weil die wollen ja auch wissen, und setzen natürlich auch Leute von Ihnen ins Publikum rein. Ja, können wir davon ausgehen, dass es ein Memminger auch der Fall ist, um zu wissen, wie weit wir schon in unserem Erkenntnisstand sind. Weil Absolut, absolut. die schauen ja auch links und rechts, weil die wissen ja ganz genau. Und deswegen habe ich ja auch letztes Mal gesagt, deswegen muss ja der Filter ganz dünn sein, um jetzt wieder ins Thema einzutauchen. Wenn wir jetzt von Außerirdischen sprechen, dann versetz dich doch mal in die Lage von der Außerirdischen. Die fliegen jetzt um der Erdorbit, ja, klinken sich ein in unsere Nachrichtenwelt. Das wird ja nachgerichtet für uns. Und sehen, ja, sag mal, was sind denn das für primitive Wesen da unten? Die bekriegen sich noch, die ziehen das Blut aus Mutter Erde raus, das Erdöl, die machen alles bewusst kaputt, ja. Kennst du, Also muss ja da im Transformationsprozess ein ganz feiner Filter sein, wo gefiltert wird. Und da sage ich auch, da bin ich
so weit, wo ich sage, die Befreiung kann wirklich nur von innen kommen, von der Seele kommen, indem du in der Frequenz mit der Mutter Erde dich höher schwingst. Und es wird, was ja die Hobbys ja auch sagen, wenn ich die richtig verstanden habe, und viele indigene Völker das ja behaupten, dass sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt, ja. Deswegen können nicht wie in der Spirit-Szene immer sagen, alle steigen auf. Dann haben wir ja das gleiche Problem wieder, wenn jetzt die Welt sich trennt und wir auf eine höhere Ebene aufsteigen. Da muss ja ein Filter drin sein, wo Menschen so weit gereift sind, dass dieses Spiel eben dort nicht wieder wiederholt werden kann wie hier. Und Seele, Energie, Frank, Anja, geht ja in der letzten Instanz nicht verloren. Energie ist unendlich. Selbst wenn wir den Körper ablegen, unsere Seele, die Lebensenergie, die transformiert sich einfach nur in eine andere Ebene. Ne? Und da sehe ich schon große, große Veränderungen bis 2030 auf die Menschheit zukommen. Liebe Anja, darfst du auch mal was sagen? Du bist heute so ganz ruhig hier. Na, hör mal, wenn ich die Gelegenheit habe, euch reden zu lassen und euch zu hören, dann das liebe ich doch. Was soll ich denn sagen? Ähm, Ich könnte so zu jedem Aspekt, den ihr erzählt, könnte ich was sagen, aber das geht ja nicht. Also ich meine, zu vielem von dem, was Frank sagt, kann ich nicht so viel sagen, weil ich mich da nicht auskenne. Ich habe natürlich diese voll, weiß ich nicht. Was soll ich denn sagen? Frag mal was. Gib mir mal einen Impuls. Kennst du dieses Bild, wo zwei Außerirdische vor einem gekreuzten Jesus stehen und die sagen, wir müssen sofort abhauen? Wo sind wir gelandet, ja? Und das ist genau das Thema, wo also ich persönlich glaube, dass diese extraterrestrischen Wesenheiten, die um uns existieren sollen, also ich kann es nicht, ich kann es nicht beweisen, ja, aber ich vermute, es gibt sie und es gibt Anzeichen für sie, dass sie sich in einer Frequenz aufhalten, die für uns nicht sichtbar ist. Und deshalb, und das habe ich auch persönlich erlebt in Sedona letzten Frühjahr, wurden wir auf eine Nachtsichtung gebracht mit einem Freund, der hat diese Goggles, ja, diese Militär-Goggles, wo du dann mit Infrarot in anderen Lichtspektren sehen kannst. Und wir haben uns dann irgendwie, wir dachten, okay, wir fahren jetzt auf Land irgendwo. Er hat gesagt, nee, nee, du kommst bei mir, wir gehen hinten bei mir hinter der Garage, können wir hochschauen über Sedona. Und das haben wir getan und wir haben da so viel gesehen, Hm. das da war. Also an irgendwelche Objekte, die da rumgeflogen sind. Du hast mit einem bloßen Auge nichts gesehen. Die Goggles an und sofort hast du es gesehen und wir haben es alle gesehen. Alle, die die Goggles hatten, haben das Gleiche gesehen. Also es gibt diese Sachen und ich würde mal davon ausgehen, wenn ich jetzt ein Extraterrestrischer wäre und ich mir die Lage in der Welt anschauen würde und auch außerdem die Geschichte ein bisschen weiß über die Menschheit, dann würde ich mich weigern, mit irgendeinem Staat in Amerika oder in Russland jetzt irgendwie in Kontakt zu treten, weil ich würde sofort entweder eingesperrt oder erschossen oder umgebracht oder gequält oder gefoltert werden, damit dann irgendwie diese Regierungen dann Vorteil ziehen können für sich selbst, der auf diese egoistischen Level ist. Ja, und ich glaube, und das sagen auch die Hopis. Und dazu kannst du auch da kannst du vielleicht einspringen, Anja, dass genau nachdem diese Ereignisse passiert sind, nachdem wir das abgeschüttelt haben, diese dunkle Energie, die uns jetzt gegen die Wand schiebt und sagt, seid ihr jetzt Schöpfermenschen oder wollt ihr Sklaven für immer bleiben, ja? Und dieses wird einen Showdown haben in den nächsten paar Jahren, könnte man sagen. Und wenn das mal vorbei ist und auf der Hopi Zeichnung steht dann, dass es dann tatsächlich noch welche gibt, die überlebt haben und die werden sich dann mit dem Schöpfer treffen und diese Schöpferenergie, die Massau genannt wird. Und diese wird sagen, okay, jetzt bin ich bereit mit euch ähm, ja, zu handeln, ja, ob es jetzt als Führer ist oder als Guide, ja, aber vorher war Massau nicht bereit, das zu tun und deshalb steht am Anfang der Zeichnung und am Ende der Zeichnung dieser Massau, weil am Anfang sagt er, nee, ihr müsst euren Weg geben. Und dann gab es diese Spaltung, ja.
Und ich glaube deshalb, dass die außerirdische Energie, die wahrhaftige, nicht die Fake, Blue Beam oder auch immer sie genannt wird, Energie, die gefakte, illusionäre ET-Sache, nicht der Fall wird, sondern die echten werden sich dann irgendwann mit uns in Verbindung setzen. Siehst du es auch so, Anja? Also ich weiß, dass sie schon da sind. Und für mich ist die Schöpferkraft in mir. Also das ist nichts, was irgendwann vielleicht auftaucht. Also das ist jetzt hier. Aber Alles. es ist eine persönliche Sache, oder? Also ich meine jetzt, dass wir das massenhaft in der Gesellschaft überall erleben, dass es Okay, eine Tatsache wird, dass es, eine Interaktion zwischen diesen Wesenheiten gibt mit den Menschen. Ja, und das ist einfach bewusst in der Öffentlichkeit. Momentan ist es eine Vermutung und du bist ein okay. Theoretiker, ja? Ich weiß, was du meinst. Also das weiß ich, dass da auf jeden Fall auch der Dr. Raymond Keller und die OMNEC beide was Tragendes mitzuteilen haben, was das betrifft auf der UFO-Konferenz. Das weiß ich schon mal. Und wenn du mich das jetzt so fragst, dann kann ich selber ja fast nur Vermutungen aussprechen oder also ich stimme ja eher dem zu, mit diesen mindestens zwei Erden oder zwei Zeitlinien. Ich habe das auch in meinem Buch drin. Ich muss jetzt doch mal kurz angeben nochmal, weil ich habe da wirklich so eine schöne Grafik gemacht, Frank, die würdest du bestimmt auch mögen. Ich weiß nicht, Rainer, ob du die kennst. Ich habe da so ein Diagramm erstellt, was das sozusagen widerspiegelt, diese Geschichte mit den zwei Erden. Also ich kann das später auch mal einblenden. Man sieht es jetzt nur so ein bisschen. Das ist die Transformation der Erde. Und du kannst da unten die Erde sehen von jetzt. Also das wäre sozusagen die 3D-Erde und die zwei roten Linien sind diese zwei Zeitlinien. Und die obere Erde, die mit dem Heiligenschein drumherum, die habe ich dargestellt als ich glaube, der Dieter Bröers nennt die 2.0, oder? Also Ja. diese aufgestiegene Erde, die 5D-Erde und die dunkle Erde, falsch rum, die dunkle Erde wäre sozusagen die noch eine Stufe tiefer sinkt, also die entspräche der 2D-Erde oder der noch weiter runtergebrochenen Erde mit noch niedrigerem Bewusstsein oder mit dieser künstlichen Intelligenzzeitlinie, wo die Kontrolle absolut ist. Also so wie ich mir das vorstellen kann, ich denke, ihr könnt mir das, und ach so, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, also diese anderen Kreise, die großen Kreise, das Große hier symbolisiert das Göttliche. Also aus meiner Sicht, das soll sozusagen darstellen, dass so wie ich es verstehe, dass Gott eigentlich oder die Schöpferkraft alles ist, was ist, und dass es in diese runtergebrochenen Dimensionen gibt, die verschiedene Erfahrungsspielräume den Seelen ermöglichen. Und dass wir jetzt über lange Tausende von Jahren in dieser 3D-Erde waren, in der wir sozusagen diese Erfahrung der Getrenntheit vom Göttlichen gemacht haben. Aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, um der Seele den Erfahrungsspielraum zu geben, weil die Seele durch die Erfahrung reift und reicher wird. Und dass in diesem Feld, also in diesem Erfahrungsspektrum, so schätze ich das jetzt mal, dann eben auch die negativen Außerirdischen und so ihren Einfluss zur Auswirkung bringen konnten und die genetische Manipulation durchgeführt haben, die eben noch mehr zur Versklavung der Menschheit geführt hat. Also wie ein großes Experiment zum Wohle von ziemlich negativen, bösartigen, aussaugenden Aliens. Oder wie Saskia immer so gerne sagt, die uns gerne auffressen und so. Also da gibt es sicherlich die unglaublichsten und die unschönsten Wesenheiten, die aber eben der Schwingung entsprechend nur einen Einfluss und eine Resonanz haben. Wenn jedoch so wie jetzt, also so wie Omnic das seit Jahrzehnten erzählt und sie sagt, die Transformation der Erde in eine höhere Schwingungsfrequenz ist beschlossene Sache. Das heißt, es gibt diesen Weg in den Aufstieg. Aber es gibt auch den anderen Weg und jede Seele entscheidet praktisch individuell für sich selbst, ob sie sich in die Einheit bewegt oder weiter in die noch tiefere Trennung geht. Also das wäre sozusagen die Antwort auf die Geschichte mit der Frequenz. Ich glaube, wenn wir eine bestimmte Frequenz erreicht haben als Kollektiv, dann wird das auch sichtbar sein, weil dann ist es wahrscheinlich so plupp,
vielleicht sogar mit diesem Solar Flash oder was auch immer, dann ein Ereignis, ja, ein Event, wo dann die sozusagen auf die 5D-Zeitlinie sich geboren haben oder sich entschieden haben, so wie ich ganz sicher, weil ich habe mich ja dafür entschieden, so geboren zu werden, um zu erwachen und um diese Information weiterzutragen. Sonst wäre ich ja nicht so aktiviert und so busy mit diesem ganzen Kram. Ich bin ja auf meine Weise ein Lichtaktivist, ja. Aber eben mehr von innen, weil bei mir ist das Erwachen ja im Herzen und im Bewusstsein und deswegen aktiviere ich von innen und teile mehr von innen, von der Frequenz her und ich helfe, dass Menschen zusammenkommen und Informationen finden, sodass diese Lichtfelder oder diese Lichtsäulen immer stärker werden. Und die UFO-Konferenz und die von der Venus mit Liebe-Konferenz werden definitiv Lichtereignisse sein, weil da so große Seelen zusammenkommen. Und da kommen bestimmt auch ein paar Motten hin. Davon bin ich überzeugt. Wir werden achtsam sein dürfen. Aber die Lichtkraft ist stärker. Und die wird auf jeden Fall überwiegen. Also das ist einfach, so bin ich geführt und so ist meine Überzeugung. Und wir werden trotzdem aufpassen. Und ich werde auch vorher noch das eine oder andere vielleicht noch verbreiten. Ja, vor allen Dingen möchte ich auch, dass alle ein Auge auf Omnic haben, weil zieht die größte Dunkelheit an, weil sie ist praktisch echt eher schon angeschlagen, physisch, ja. Und wenn die sehr viel Aufmerksamkeit und von Menschen um sie herum bekommt, dann ist die super aktiv und dann kann die sich kaum noch entspannen und so. Also auf die muss ich echt aufpassen, ja, mehr oder weniger. Aber um das nochmal abzurunden, ich glaube, dass diese offenen Kontakte und diese offene Sichtbarkeit dessen, was jetzt noch so im Verborgenen ist, Frank, was du meinst, ja, was wir noch nicht sehen, ich glaube, das entspricht der Kollektivresonanz. Also wenn wir als Lichtwesen, als Lichtarbeiter, als Gemeinschaft, als kollektives Feld eine bestimmte Lichtfrequenz erreicht haben und halten. Ich glaube, dann werden die Kontakte offensichtlich sein. Vielleicht auch noch nicht gleich global und mega riesig, sondern vielleicht dann einfach eher so, dass man sie nicht nur durch die Gobbles mal ein bisschen fliegen sieht, sondern dass eine Gruppe vielleicht auch einen näheren Kontakt hat. Ja, wir planen ja auch Skywatches hier von der Venus mit Liebe-Konferenz zum Beispiel mit dem Ray. Ich will auch die Gobbles bestellen, aber die kosten ein paar tausend Euro, die guten. Ich wollte welche in Sedona bestellen. Ich habe da einen Kontakt, aber die kosten 5.000 $ oder so, die Teile, weißt du? Ja, Also wenn das jemand sponsoren will, bitte, ja, dann können wir die da nämlich auch rumgeben. Dann haben wir den ersten Gobble-mäßigen Skywatch auch mal in Deutschland. Also, hau. wunderbar. Also, dann würde ich sagen, wir haben schon ganz viel Thema heute angetastet und ich freue mich auch auf jeden Fall, dich in der Materie zu sehen beim Kongress. Dich auch, Rainer. Und ich glaube, das wird eine tolle Sache werden. Bin schon sehr, sehr aufgeregt und ja, Ja, geht mir genauso, Frank. Ich habe auch so eine innere Vorfreude auf den Kongress. Und ja, ich denke, jetzt haben wir ja die große Halle, ja, dass noch ein paar Menschen dazukommen. Auf jeden Fall bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass wir noch dieses Jahr noch das eine und andere Thema über seltsame Dinge, die sich am Himmel abspielen, reden werden, in welcher Form auch immer, weil hier ist ja auch wieder jeder anders in der Wahrnehmung. Ja, das kennen jetzt zwar, es kann jetzt eine ganze Gruppe Menschen zum Himmel hochschauen. Die Gruppe sieht nichts und zwei, drei, die einfach offen sind, die nehmen da voll mal andere Dinge wahr, wo die anderen nicht wahrnehmen. Also mit Das den habe ich Gobbles, auch Rainer, wenn mal. ich dich ganz kurz unterbrechen darf, Ja. mit diesen Nachtsicht-Dingern. Ich habe das auch erlebt bei der Mount Shasta Sommerkonferenz 2018, 15, als ich dort war. Da war James Gilliland, der hat die Iseti Ranch und der hat die Dinger mitgebracht. Das sieht dann jeder. Weil das ist wirklich ein Sichtgerät, mit dem kann man alles, was rumfliegt, sehen. Also das ist dann keine spirituelle Sicht, sondern das ist eine verfeinerte Sicht über dieses Gerät. Das kann jeder sehen, jeder, der da durchguckt. Und da ist richtig was los da oben. Und man kann auch gut unterscheiden, ob etwas ein Satellit ist, also nur eine kleine Bahn, so eine gerade Bahn fährt oder ob was ein Flugzeug ist, das sieht man ja. Und wer das wirklich hat, so ein Ding und jeden Abend in den Himmel guckt, der kann das natürlich noch richtig unterscheiden. Und die ungewöhnlichen Flugobjekte sind, die machen ja diese komischen Kurven oder die tauchen auf und
Oder weißt du, die sind ja ganz offensichtlich zu unterscheiden. Und mit Hm. diesem Gerät sieht das jeder. Ja, wunderbar. Entschuldigung. Ja, alles gut, super. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal geguckt, man braucht da natürlich ein gutes militärisches Nachtsichtgerät der dritte Generation. Wir hatten es ja damals wo war das jetzt noch? Im Sonnenstrahl, wo ich mal einen Kongress gemacht habe, da habe ich auch ein paar Männer da gehabt, die haben ein gutes Nachtsichtgerät da gehabt und wir haben da über Außerirdische und über das Thema gesprochen und die haben dann tatsächlich am Abend auch ein seltsames, größeres Objekt über dem Sonnenstrahl gesehen, aber wie kann ich wirklich bestätigen, Anja, aber wirklich nur mit dem Nachtsichtgerät, mit bloßem Auge siehst du es nicht, weil die haben ja diese außerirdische oder auch irdische Technologie, die haben ja auch diesen Tarnmodus, ja. Mhm. Die zeigen sich ja nur, wenn sie bewusst, also wenn sie wollen, dass man sie kurz sieht, die brauchen bloß die Parameter an die Feldparameter der Erde anpassen, dann sieht man sie. Und sonst liegen sie ja im Tarnmodus, weil das hat ja auch einen Hintergrund, ja. Mir hat damals schon Major Patterson, wo ich mit dem zusammen in der Talkshow war, habe ich ihn im Hotel getroffen. Der war bei der dänischen Luftwaffe und der hat mehrfach UFO-Abfangjäger im dänischen Luftraum hochgeschickt. Und ich überlege mal, das ist 25 Jahre her. Und der hat mir damals schon gesagt, 99 oder so war das, soweit ich noch weiß, der Mann ist jetzt auch schon gestorben. Der hat mir damals schon gesagt, die sind militärisch so weit auf der Erde, dass alles, was nicht größer wie eine Schachtel Zigarette ist, punktgenau geortet wird. Und der hat mir auch bestätigt, der hat vom CIA Unterlage gekriegt, dass auch auf dem Mond oben es bereits Basen gibt. Ja, also da gibt es so viele Themen, wo aufgedeckt werden können und müssen. Weil die Wahrheit ist so unglaublich, so fantastisch, dass sich viele das geil vorstellen können. Und Hollywood zeigt es uns ja schon. Über Hollywood-Filme werden wir schon auf das Thema Stück für Stück vorbereitet. Ja, super. Beim nächsten Gespräch. Genau. Wir machen ein Teil 3 vielleicht schon früher als in 2 Jahren. Wir werden sehen. Sagt mir Bescheid, jederzeit. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Ich weiß, Frank hat viel Arbeit. Wir alle haben viel Arbeit, aber du hast es schon gesagt. Also wenn du dich rausschalten magst dann oder verabschieden magst jetzt schon, kannst du das gerne machen. Oder du hast noch ein Abschiedswort, wie beim letzten Mal, mal 15 Mal Abschied Ja, geben. nee, also ich muss mich jetzt ausklinken, weil ich eigentlich einen Termin habe in 12 Minuten. Aber ich sage nur, erstens immer eine große Ehre, mit euch zu reden dürfen und zweitens für die da draußen noch zuhören, um den 8. April zu überstehen, einfach ruhig bleiben und die Energie verwenden, diese besondere Energie, die es ermöglicht, dass wir kraftvolle Energie für Visualisieren haben, um eine tolle Zeitlinie zu visualisieren, das zu nutzen und in die Ruhe zu gehen und nicht in die Panik zu gehen und einfach, wenn es passiert, so kommt es halt, wie es kommt. Aber wenn man ruhig bleibt, egal was kommt, hat man immer eine bessere Chance, etwas Positives draus zu machen, als wenn man nur irgendwie unbewusst in Panik rumrennt. Ja, Aber ich vermute, gar nichts wird passieren. Also ich finde, das ist alles nur so. Derzeit es ist mir schon so oft, das ist nicht mein erstes Barbecue, wie man sagt auf Englisch. Also ich habe das schon so oft gehört, jetzt kommt es und so weiter. Es kommt, wie es kommt, ja. Und solche offensichtliche Ereignisse sind nie die Sachen, wo es dann kommt. Es sind immer Sachen, die man überhaupt nicht gesehen hat. Ja, im Nachhinein hat man sie gesehen, aber nicht irgendwie so plakativ. Oh, es kommt ein Sonnenfinsternis und genau an dem Punkt wird dann die Weltordnung, die neue Weltordnung, Klaus Schwab, einsteigen. Na, das wird nicht so passieren. Ich vermute mal, gar nichts wird passieren, aber es wird gute Energie geben. Und genau. diejenigen, die sich darauf vorbereiten, und die schon geistig ein bisschen weiter sind, die werden auf jeden Fall etwas ganz Positives daraus machen können. Ja, wunderbare Schlussworte. Da gibt es nichts mehr zuzufügen. Ja. Genauso sehe ich es auch. Triggert mich überhaupt nicht, was da kommt am 8. April. Weil das ist genau da, wo sie uns aber wieder hinhaben wollen, dass wir wieder in die Angst gehen und raus aus der Mitte fallen, nicht in der Anbindung, nicht in der Verbindung sind. Alles wird gut. Und das Schlimmste, was passieren kann, hat Omnic immer gesagt, ist, dass du stirbst. Und das ist in Wahrheit auch nicht das Schlimmste, weil du als Seele kannst
kannst nicht kaputt gehen. Hauptsache, du sorgst dafür, dass du in Liebe und in Glück bist. Und was soll dir passieren? Nichts kann passieren. Dieses ganze materialistische Denken und dieses Ganze mit dem Besitz und so weiter und so, das ist doch die voll materialistische Ausrichtung, ja. Und damit sind die Menschen zu packen. Aber wenn man aufhört, sich mit diesem ganzen materialistischen und mit der Materie so zu identifizieren und wirklich anfängt, sich mit Seele zu identifizieren und zu realisieren, dass man Seele ist, dann kann einen nichts und niemand mehr ängstigen oder Schaden zufügen, gar nicht. Dann bist du frei. Okay, Okay, meine Wunderbar. Lieben, wir sehen uns im Juni spätestens, aber vielleicht auch vorher nochmal in irgendeiner Weise, ne? Ich ja, danke euch ganz, ganz, ganz. Bis bald. bis bald, danke. Bye.